Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Episode 10 vom Fotogelaber Podcast. Ich bin's mal wieder, euer Michael, und mit dabei ist wieder der Dennis, heute aus Griechenland zugeschaltet. Dennis, wie geht's dir denn so? Ja gut, wie soll es einem gehen, wenn man hier direkt am Strand, ja gut, Strand ist nicht, ich sitze quasi im Hafenbecken und fühle mich tatsächlich ein bisschen lustig. Kamera, MacBook, Mikrofon in der Hand und ja, was macht man halt nicht alles, gell? Alles für den Podcast. Also wir haben Ja, Mann. letzte Woche ja mehr oder weniger ungewollt eine kleine Pause gemacht, aber es war irgendwie alles durcheinander. Ich in Dänemark, du gerade angekommen, erstmal mit leichter Autopanne oder so. Kannst ja gleich ein bisschen was dazu noch erzählen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, einfach eine Woche Pause zu machen, um dann wieder richtig einsteigen zu können, ein bisschen erzählen zu können, wie es denn bei uns so lief. Ich denke, wir können ein bisschen was erzählen, beide mit relativ viel und neuen Equipment unterwegs. Da kann das Ganze ja relativ interessant werden. Wie sieht's denn bei dir so aus? Ich sehe da jetzt nur Sonne und schönes Wetter. Wie ist denn allgemein so bei dir? Ach du, wir haben hier so entspannte 25 bis 30 Grad, je nachdem. Hin und wieder ein bisschen Regen, aber das ist hier so, es schüttet irgendwie 20 Minuten und eine Stunde später siehst du nichts mehr davon. Von dem her, ja, passt es eigentlich soweit. Was tatsächlich, was du schon angesprochen hattest, ja, ging so ein bisschen turbulent los. Wir sind gelandet, haben unsere Mietautos geholt, also wir waren 7 Personen zu Beginn, also meine Frau, die beiden Kinder, ich, ihre Schwester, ihr Bruder und die Freundin davon. Dementsprechend hatten wir 2 Autos und wir waren so, ja, Viertelstunde, 20 Minuten auf der Autobahn, hat beim Christian seinem Auto einfach den Reifen verrissen hinten. Da war irgendwie, keine Ahnung, Bremse fest, Reifen ist heiß geworden und dann hat es den auf jeden Fall komplett zerrissen. Und wir sind relativ spät gelandet und ist dann relativ zügig auch dunkel geworden. Dementsprechend stand man da 20 Minuten von Thessaloniki weg auf der Autobahn mit einem platten Reifen und wussten dann erstmal nicht, was machen. Na super, da freue ich dich bei so einem Start in den Urlaub. Aber Ja, vor allem die Kinder halt quietschig, weil müde und ja, dann irgendwie noch keinen Autan dabei, irgendwo am Straßenrand im Gras hocken. Dementsprechend verstochen waren die Kiddies auch gleich. Wir haben dann tatsächlich ein bisschen Dusel gehabt. Da ist so Streckenkontrolle oder keine Ahnung, was das war, vorbeigefahren. Der hat sich dann hinter uns gestellt, hat seine Warnblinker angemacht und alles und hat uns da so ein bisschen abgesichert. Dann habe ich quasi da zwischen den LKWs, die vorbeigerauscht sind und der Leitplanke. Es war natürlich der linke hintere Reifen, also so, dass du schön auf der Fahrbahnseite ja, geil. quasi Reifen wechseln musstest, habe ich das Notrad drauf gemacht. In der Zeit hat der Christian probiert, quasi die von der Autovermietung jemand zu erreichen. Hat zum Glück geklappt und die haben dann tatsächlich einfach einen Ersatzauto, also ein anderes Auto gebracht und haben das kaputte dann quasi mit Ersatzreifen mitgenommen. Ob Okay. der es wieder zurück nach Thessaloniki geschafft hat oder nicht, Stand jetzt noch nicht überliefert. Ich glaube, dass er nicht weit gekommen ist, aber war uns dann tatsächlich auch so ein Stück weit egal. Ja, da freue ich dich ja dann einfach nur noch auf deinen eigenen Urlaub. Wie ist denn so allgemein? Erzähl Ach mal so du. ein bisschen. Außer Äh, deine Bilder von den Frappés am Strand, kriegt man ja sonst nichts mit. Tatsächlich aber auch so ein bisschen meine Lieblingsbeschäftigung hier. Frappé trinken. Du, wir lassen es ehrlicherweise ganz ruhig angehen. Nichts Wildes, kein Sightseeing oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Strand, Kinder spielen im Wasser, Kinderbespaßung und einfach ein bisschen Chili Vanilli. Mehr Richtig, ist tatsächlich gar nicht. richtig entspannter Urlaub, so wie es halt sein sollte. Ja, komplett. Ich habe auch ehrlicherweise bis jetzt ja noch nicht so turbo viel fotografiert. Ich habe die M6 dabei, habe da jetzt 2 Filme durch, habe mit der 7R6, die ja jetzt Gott sei Dank vor dem Urlaub noch kam, völlig überraschend, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass das klappt. Habe ich ja ein bisschen rumfotografiert, so abends mal hier an der Promenade irgendwie. Sieht bis jetzt sehr, sehr vielversprechend aus. Jetzt Shabby, was macht die BF? du, erstaunlich, die Kamera, also ich habe einen Akku, halt, der drin ist, fertig. Ich komme damit aber tatsächlich, ja, recht gut zurecht. Ich habe auch
ehrlicherweise mit der BF, glaube ich, bis jetzt am meisten fotografiert. Okay, Und die cool. Bilder aus der Kamera sind halt einfach, ich nenne es mal so ein bisschen, es hat so ein bisschen den Fuji-Faktor. Ne? Also so, ich habe diesen Orange and Teal, das passt hier natürlich bei schönem Wetter und so weiter, passt es perfekt quasi. Habe ich die meiste Zeit eingestellt und habe die Bilder jetzt so auf der Kamera und auch mal geschwind an den Rechner angeschlossen und mal ein paar Bilder überflogen. Sieht bis jetzt echt vielversprechend aus. Morgen hat meine Frau Geburtstag, da werden wir auf jeden Fall nach Kavala fahren, ohne Kinder, die bleiben bei ihrer Schwester. Da werde ich auf jeden Fall auch, ich denke mal, die BF mitnehmen und dann wollen wir so ein bisschen uns Kavala angucken, entspannt was essen gehen. Und da werde ich auch nochmal ein paar Fotos machen. Ja, cool. Schön. Hört sich ja Jo. richtig, richtig gut an. Frage zur Sony A7R6. Was für ein Objektiv hast du dabei? 35er G-Master. 1,4. Hast Ja, du damit mal ein bisschen in der Sonne fotografiert? ehrlicherweise bis jetzt nur Sonnenuntergang. Aber ich vermute, dass du auf die 1/8000 als kürzeste Verschlusszeit Genau, anspielst. weil ich habe meine ja wir sind am Freitag morgens um 6 aus dem Urlaub da gewesen. Ich glaube Freitag mittags, oder samstags, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich meine R7, R6 geholt. Ich wusste das Ja. ja mit der Verschlusszeit und so weiter schon alles. Hab dann noch das 300, 600 von Sigma da und war dann so ein bisschen am Fotografieren mit Blende 4 und dann auch mal ein 2,8er Objektiv dran und habe so gemerkt, dass wir haben ja hier auch schön Sonne gehabt im schönen Deutschland zur Abwechslung mal. Wenn richtig Sonnenschein im Spiel ist, dann war ich bei 2,8er Blende schon bei einer 4000stel Sekunde und ich habe mir da wirklich arg Gedanken dann drüber gemacht. Habe jetzt zufälligerweise gerade ein 50 mm 1.2 Objektiv an der Kamera und heute ist schlechte Wetter ist zurück, also es ist nicht mehr so, wie es vor Oh einer Woche nein. noch war, wo ich in Dänemark rumgehangen bin. Auf jeden Fall habe ich das jetzt gemerkt, 1,2er Blende, wenn die Sonne da ist, bist du bei einer 8000stel Sekunde und ich bin mir noch nicht sicher, ob es mich wirklich hart nervt oder ob ich noch ein bisschen nur angenervt bin. Ich hoffe einfach, dass mit dem elektronischen Verschluss vielleicht einfach noch die eine 16.000stel Sekunde kommt, weil wenn richtig die Sonne scheint, dann musst du entweder auf ISO 50 gehen, also außerhalb Ja. von deinem normalen ISO-Bereich und selbst das kann dann sein, also heute hat es fast nicht gereicht, selbst ISO 50 und das ist dann schon was. Und was ich auch gemerkt hatte, ich hatte es dir ja beides schon geschrieben, der Sucher, dieser HDR-OLED-Sucher. Ich habe das Gefühl, weiße Bereiche werden zu hell dargestellt. Die werden im Sucher dann direkt, mir kommt so vor, als würden die schon ausbrennen. Sie brennen aber noch nicht aus. Die sind hart an der Mhm. Grenze. Auf dem Display hinten siehst du es auch, dass es eigentlich nicht überbelichtet ist. Da muss ich mal noch schauen, so ein bisschen mit den Einstellungen vom Sucher her. Ich habe da schon ein bisschen gelesen, da kannst du ein bisschen einstellen, kannst wohl auch den HDR-Effekt komplett ausstellen. Da bin ich mal gespannt, weil das sind zwei Sachen, die ich jetzt einfach gemerkt hatte, wo so ein bisschen was war. Ja. Also mir wäre das jetzt tatsächlich noch nicht so aufgefallen. Aber wie gesagt, es war so wie jetzt im Endeffekt so das Licht, als ich fotografiert habe. Von dem her hatte ich jetzt auch nichts so, was so ultra überstrahlen könnte an weißen Flächen oder so. Ja, gut, das mit dem 1/8000, gut, da bin ich ehrlicherweise ganz kurz angebunden. Dadurch, dass ich halt auch sehr, sehr oft die M6 dabei habe und quasi sowieso gewohnt bin, ND-Filter mit mir rumzutragen, weil da habe ich ein Tausendstel und so mein Standardfilm ist in der Regel eigentlich Portra 400 oder halt HP5. Von dem her habe ich eh meistens ND-Filter dabei und wenn es mich wirklich hart nervt, dann ja, gibt's halt einen ND-Filter, der dann im Zweifelsfall ein, zwei, drei Blenden, irgendwie sowas, der dann oben drauf kommt. Das ist das, was ich mir dann auch gedacht habe, ja, ein ND-Filter an sich, ja, kein Problem. Ich habe ja auch genug Filter da, die da drauf schauen. Aber sag mal so, du gibst, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro für ein 1,2er Objektiv aus, willst du dann noch einen Filter davor schnallen? Eigentlich habe ich da keinen Bock drauf, weißt du? Und Nein, natürlich nicht. Aber hey, wenn das Einzigste ist, was es zu meckern gibt, dann hat Sony, glaube ich, ganze Arbeit geleistet. ja, natürlich, nee, also ich gehe auch, also ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein Update kommt, weil ich habe es von einigen gelesen, wo sagen, das ist ein Grund, warum sie die Kamera nicht kaufen, auch unser Wildlife-Spezialist und ähm,
wenn da ein Update kommt, dann sieht es ja auch wieder anders aus. Aber ansonsten, ich bin mit der Kamera gerade auch sehr happy. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Testen. Ich habe die jetzt, übers Wochenende mehr oder weniger oder ja, jetzt auch die letzten Tage hart in den Vergleich mit 'ner Z8 genommen, auch im Auftrag ja, nicht im Auftrag, aber so ein bisschen in Zusammenarbeit mit Sigma, nämlich um rauszufinden, was denn jetzt wirklich so die ganzen Autofokus-Beschränkungen bei Sony eigentlich sind. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, da sind wir gerade so ein bisschen am Rumdiskutieren. Ansonsten, die Kamera an sich macht schon Spaß und 67 Megapixel ist halt einfach total krass. So, wenn du dann mal wieder eine Zeit lang ohne A7R5 gearbeitet hast, wo dein Maximales so die 50 Megapixel waren, diese paar Megapixel mehr, die machen doch schon noch mal irgendwie einen Unterschied, wenn man sich das alles anguckt. Also, bin schon happy mit meinem Kauf so Ja, ein bisschen. also bei mir gibt es tatsächlich jetzt auch kein Zurück, weil die ist mir per WhatsApp gezwitschert worden. Meine Alpha 1 ist verkauft. Okay. Die wird nicht mehr da sein, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Und die andere Kamera habe ich ja sowieso auch dabei. Da habe ich Samstag vorm Urlaub ja noch die freudige Botschaft bekommen, dass ich die Kamera mit entgegennehmen darf. Wir hatten ja in Esslingen das Sony E-Mount-Event. Da ist mir dann quasi der Karton mit der Kamera in die Hand gedrückt worden. Ja, das ist schon cool. Freude war riesig. Akkulaufzeit bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe die jetzt so an dem einen Abend 2-3 Stunden in der Hand gehabt und habe irgendwie, keine Ahnung, 8-9% Akku gebraucht. Von dem her bin ich da echt gute Dinge. Akkus sollen wohl auch, ja, ich glaube, nächste oder übernächste Woche dann auch in die Auslieferung gehen. Ich denke mal, ich werde 1 oder 2 auf jeden Fall mal noch zur Sicherheit kaufen, wobei ich bei der Kamera fast gute Dinge bin, dass man mit 2 Akkus plus Powerbank und Ladegerät, dass man quasi nachladen kann, sollte man locker durch den ganzen Tag kommen. Ja, also so werde ich es auch machen. Ich werde mir noch einen zweiten Akku holen, einfach, dass du 'ne Sicherheit hast, wobei ich jetzt echt gemerkt habe, so beim Rumfotografieren, der Akku, der Sony kann Akkulaufzeit, also das ist da jetzt auch wieder sehr gut geworden. Gefällt mir doch schon sehr arg. Ne, allgemein die Kamera wirklich gibt wenig auszusetzen. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt so viele 1:2 Objektive, dass ich da immer groß in die Problematik kommen würde. Es war halt nur so, dass ich mit ein paar Leuten drüber geredet hatte. Und ja, ne, ansonsten macht schon Spaß, das Ganze. Ja, ich habe mit der Kamera jetzt, wie gesagt, ich habe sie ja Samstag entgegennehmen dürfen, quasi schon 2-3 Tage vor Release und hatte dann Sonntagvormittag noch ein Familienshooting, Babybauch Outdoor. Oh, mit was habe ich denn da fotografiert? Ja, ich glaube 50-1.4 Sigma, habe aber ehrlicherweise die ganze Zeit bei so 2,8, weil das war quasi ja die Eltern, Geschwisterkind und dann quasi Mutter schwanger. Und da bin ich mittlerweile eher so bei 2,8 und eher für so Details oder so, wenn die Kleine irgendwie die Hand am Bauch hat oder sowas, da dann mal geschwind auf Offenblende. Da wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass die Verschlusszeit von der Kamera Probleme macht. Das, was ich aber bis jetzt so also ich habe mich überwiegend auf die JPEGs konzentriert, logischerweise, weil RAW-Support ist, stand jetzt noch keiner da bei den Programmen, die ich nutze. Soll, glaube ich, jetzt gehen. Also Ich muss von mal Adobe. jetzt, Muss mal ja, gucken. hier ist jetzt 20 nach 8, je nachdem, wie lange wir aufnehmen. Wir haben heute Abend tatsächlich den ersten Abend nichts mehr geplant. Ursprünglich wollten wir gestern aufnehmen. Da hat dann aber ein Kumpel, der in Echterdingen wohnt, ja, bei mir ums Eck, den habe ich gefühlt dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Dem seine Eltern haben 40 Kilometer hier weiter ein Strandhaus und ein paar Kilometer weiter im Dorf das Elternhaus. Der ist mit seiner Freundin hier und der hat dann gestern gesagt, hey, komm, ich kenne da ein gutes Restaurant, kein Touri-Ding, sondern echte griechische Küche ohne Tamtam. Ihr kommt vorbei, ich habe einen Tisch reserviert. So, Ja, da konnte cool. konnte ich dann natürlich nicht Nein sagen. Essen war bombastisch. Also klar, es war, wie man es halt so kennt, Fleischplatte, Vorspeisen und so weiter. Volles Programm. War mit Abstand, glaube ich, das beste Essen, das wir bis jetzt hier gegessen haben. Und wir waren ehrlicherweise quasi jeden Abend irgendwie dick essen. Ja. Ich glaube, die teuerste Rechnung waren bis jetzt 150 Euro, glaube ich, für 7 Personen. Also, Ja, dann äh, lohnt sich's ja nicht ja. irgendwie. Dann gehe ich Nee. immer essen.
Ja, genau. Gibt ja auch leckeres Essen. Also wenn man Fleisch mag, ist man da ja gut aufgehoben. Ja, du, aber auch meine Frau, die ist so ein Fischtyp tatsächlich und die kommt hier jetzt natürlich auch auf ihre Kosten. Aha, Was ist denn da? griechischer Tuning-Treff Ah, cool. mit Schrottkarren tatsächlich. No front. Ja, schön. Hört sich alles gut an. Dann bist du also happy da unten. Aber wie, ja, wir sind ja nicht das erste Mal hier. Ich selber bin jetzt, glaube ich, das vierte Mal hier. Meine Frau und ihre Family kommen ungelogen seit 25 Jahren hierher. Okay, Immer wieder ah, mal, ja. hier und da mal ein, zwei Jährchen Unterbrechung. Von dem her, man kennt hier so ein paar Leute. Wir waren dann auch mit einer, ja, mit der Bekannten, die wir hier haben, die hier mittlerweile fest lebt, waren wir auch irgendwie zwei, drei Dörfer weiter auf dem Markt und haben da mittags dann Kaffee getrunken und so. Also haben wir einfach eine gute Zeit tatsächlich. So muss das sein. Dann können die Yes. Kameras ruhig auch mal zurückgestellt werden. Dann muss es kein Fotourlaub sein. Ja, steht tatsächlich ja nicht so im Fokus. Klar, du machst dir im Kopf Pläne und willst alles umsetzen und eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, irgendwie 6, 7 Filme, die ich dabei habe, alle zu verschießen. Hatte hier in Thessaloniki sogar ein Fotolabor rausgesucht, dass ich sie hier gleich entwickeln lassen Geil. kann. Hat alles nicht hingehauen. Ist mir aber auch egal, weil, bin ich ganz ehrlich, Entspannung ist auch mal Da geil. würde ich auch lieber den Urlaub, die Sonne und den Strand genießen. Also, Also jeder, der mir bei Insta folgt, hat den Strand ja schon gesehen. Feiner wie hier, der Sand geht fast gar nicht. Zumindest nicht, wenn man 2,5 Stunden in den Flieger setzt ab ja, Stuttgart. ja, Und ja, so muss das sein. Ja, bei uns im Urlaub war es eigentlich auch ganz schön. Ich hatte ja nicht wenig Equipment dabei, mehr oder weniger. Nur dort die Motive, die ich so im Kopf hatte, haben irgendwie alle woanders Urlaub gemacht, glaube ich. Also scheiße. so von, ich habe in diesem Urlaub gefühlt 5 Möwen insgesamt gesehen und sonst ist da alles voll am Strand oder sowas. Ich habe auch keine Robben oder irgendwie sowas in die Richtung gesehen. Wir waren da mal, ich bin mal mit dem Tobi ins Watt, beide mit den großen, also 200, 600 und 300, 600, damit uns auch nicht Tobi langweilig auf wird. Krücken oder wie? Der konnte so die zweite Hälfte vom Urlaub dann schon ohne Krücken durch die Gegend stolpern. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann sind wir da so ans Watt und dann war da auf so einer Sandbank, hast du so gesehen, oh geil, da müssen irgendwie so, keine Ahnung, Seelöwen oder was ist, Seehunde, was da halt so ist. Und dann Objektive raus, zack, bumm, hingestellt, alles wunderbar. Guckst darüber, waren es einfach nur richtig fette Vögel. Also die sind am Strand gelegen Ach, und die scheiße. sahen aus von vorne wie so eine Robbe von vorne, aber es war einfach nur ein dicker Vogel und halt ganz viele. Und dann so, ja gut, okay. Und dann war ja da oben das Wetter auch krass. Also wir hatten 20, 24 Grad so und nur Sonne eigentlich. Also hast du Ja, auch geil. Hitzeflimmern gehabt, weil du ja dann über 500 Meter oder so mal guckst, hast da auf die Entfernung keine schönen Bilder mehr machen können und so. Und dann klar, wir haben an unserem Haus immer einen Fasan mit seiner Frau gehabt, der ist da die ganze Zeit rumstolziert, den konnte ich dann mal so ein bisschen fotografieren und sowas. Und ja, hast halt so ein bisschen die Tierwelt, Vögel so ein bisschen fotografieren können, was da sonst noch unterwegs war. Aber jetzt gar nichts Besonderes eigentlich so. Und klar, Windsurfer und dann noch der Hund von meiner Mutter, der war dabei, den konnte ich dann auch noch schön fotografieren. Mit der A75 dann, die hat da schon gut funktioniert dann auch. Und aber auch die Z8 adaptiert, alles wunderbar. Aber es war nicht ganz unbedingt so, wie ich es mir jetzt vorgestellt hatte mit der ganzen Tierwelt, die ich sonst da immer eigentlich auch gesehen hatte. Also die Ja. gibt es da schon, nur wir waren es die letzten Male jetzt immer im August, September. Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade alle zurückziehen oder wie das da um den Zeitraum gerade so ist. Das Du, Beste ich war muss dann auch. ehrlicherweise sagen, bei sowas bin ich ein absoluter Banause, habe ich keine Ahnung davon. Ja, also ich auch nicht wirklich, aber ich wollte es halt mal so fotografieren, weil wenn, dann kannst du es da schon machen. Da gibt es ja ohne Ende Dünen. Und Mhm. nachdem das dann so
nicht unbedingt so lief, wie wir es vorgestellt haben, haben wir dann gedacht, ja komm, jetzt machen wir noch so ein bisschen Sternbilder und sowas. 14 mm 1.8 und so dabei gehabt. Das Ding aufs Stativ geknallt, irgendwann um 11:30. Wir gucken in den Himmel und denken, sag mal, ist noch voll hell. Ja klar, es ist in 20 Tagen der hellste Tag der Woche, der hellste Tag des Jahres. Da oben im Norden geht die Sonne sowieso nicht unter, da hat es um 3 Uhr noch blaue Stunde. Du hattest durchgehend blaue Stunde da oben. Ach du Scheiße. Ja, eigentlich ja ein Träumchen, aber wenn Ja, du nichts zu fotografieren hast und denkst, für jetzt Sternbilder aber? war es nicht unbedingt so. Scheiße. Und ja, nee, aber dann haben wir ein paar schöne Porträts gemacht. Mit 300 bis 600 Millimeter kannst du sehr schöne Porträts machen. Du musst nur sehr weit wegstehen. Und dann war das eigentlich auch so alles cool. Aber ich habe mich dann auch gefreut, so als es dann hieß, ja, eine Kamera wäre da und war echt die ganze Zeit am Hin und Her überlegen, A7 V oder A7R6. Im Endeffekt haben die Megapixel gewonnen. Das ist der einzige Grund eigentlich, warum ich Ja. die R6 dann jetzt Wenn genommen habe. man ehrlich ist, für das, was du die Kamera haben möchtest, im Prinzip um Objektive nativ am Sony E-Mount zu testen und nicht mehr über einen Adapter an der Z8 oder generell an den Nikon-Kameras, da sind das doch die besten Voraussetzungen. Und wenn man dann es halt auch ganz nüchtern betrachtet, selbst wenn dir da jetzt ein paar Sachen fehlen oder die Kamera dann im elektronischen Verschluss doch nicht so stark ist, wie man meint, spielt es, glaube ich, für die Objektivtests keine Rolle. Und dann muss man es halt auch einfach sagen, von der Bildqualität her wird das momentan das Nonplusultra, was auf dem Vollformat geht, sein, da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall, da geht ordentlich was. Nee, die wird für mich schon meine Hauptkamera dann auch werden, jetzt in allem, mit allen Shootings und so. Ich bin schon ein bisschen am Überlegen, wie ich mir meinen Objektivpark dann jetzt so zusammenbaue. Bis jetzt bin ich ja auch wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Also ich muss schon sagen, mir fällt bestimmt noch ein bisschen was ein, wo ich rummeckern kann oder so. Für Video nutze ich sie ja nicht. Weißt du, das wäre der Bereich, wo ich wirklich sagen würde, das wird mich hart nerven an der Kamera, aber dafür benutze ich sie ja gar nicht. Deswegen habe ich da überhaupt gar nichts zu bemängeln, bei der A7 V ja auch nicht. Ich habe ja in Dänemark noch ein Video drüber gemacht, über die A7 V, dass die mehr oder weniger gerade die perfekte Kamera ist, solange du dich von Video fernhältst. Gibt's nichts Besseres gerade eigentlich so. Und so geht es ja mit der R6 dann auch so. Du fängst jetzt an, irgendwas Highspeed-mäßig fotografieren zu wollen, dann vielleicht wieder nicht. Aber ansonsten sehe ich da jetzt auch nicht irgendwie die Probleme jetzt. Ich bin gespannt, wie das Sigma kommt ja 8512. Wenn du dann natürlich eine Kamera hast, wenn das im August kommt, im Hochsommer, du hast nur Sonne und dann kommst du irgendwann in den Bereich, dann bin ich mal gespannt, aber da kann man sich ja auch helfen, deswegen. Ja. Alles Wie gut. gesagt, das sind für mich alles keine K.O.-Kriterien, wo ich sage, okay, da gibt es keinen Workaround dafür und ganz ehrlich, ob ich jetzt 1 oder 2 Blenden dann da wegnehme über einen ND-Filter, draufgeschissen. Solange ich vorbereitet bin, den ND-Filter dabei habe. Und wenn man ehrlich ist, selbst wenn man dann aus der Sonne in Schatten kommt, bei Blende 1.2 und so einer modernen Kamera, ist dann auch egal, wenn du den Filter drauf vergisst. Weißt du, wie ich meine? Ja, das auf jeden Fall. Ja, da mache ich mir keine Sorgen. Da hast du ja ohne Ende Reserve. Also macht schon Spaß. So, bei mir ist es wirklich so, die Megapixel jetzt wieder die Details rauskroppen und sowas. Da, wo du das Bild von deinem Wildlife-Shot geschickt hast mit 35 mm. Das war halt auch sehr, sehr cool. Nee, und da dachte ich dann auch so, ja, ich sag's ja immer wieder, ich bin eben der Megapixel-Freund. Und wenn du dann mal wieder sowas hast, das fühlt sich gleich wieder wie zu Hause. Der nächste Schritt war dann schon wieder, mal wieder so ein Mittelformat oder mal so eine Hasselblatt mit 10 Stufen Bildstabilisation. Oh ja, X2D 2 ist ja die aktuelle Hasselblatt. Bin ich ehrlich, würde ich auch gerne mal meine Finger dran kriegen. Ja, ich auch. Ich habe theoretisch jemand, wenn der mir mal wieder über den Weg läuft, muss ich mal anhauen, ob ich mal so frech sein darf und die vielleicht mal ein Wochenende borgen darf oder so, aber ich bin da immer eher so zurückhaltend bei sowas. Ja, gut, ist ja auch alles immer so ein bisschen eine Geldsache, wenn halt dann doch irgendwie mal was passiert oder so, hast gleich auch wieder die Spaßkarte. Ja, aber da bin ich relativ entspannt. Ich habe mit meiner Versicherung tatsächlich, weil ich das ja öfters habe, dass ich recht teures Equipment mir auch ausleihe von allen möglichen, entweder Firma oder auch hier und da von dem einen oder anderen privat, ist es tatsächlich so, ich habe bis, ich glaube, 25.000 Euro oder 30.000 Euro, irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr auf den Euro genau, tatsächlich auch geliehene und gemietete Gegenstände
Mhm. vollumfänglich abgesichert. Also da mache ich mir tatsächlich wenig Gedanken. Ja, es ist halt immer so, willst ja auch nicht unbedingt, weißt Nein, du, natürlich den nicht, Stress und aber so alles. Aber ja, gut, zum Ausprobieren ist natürlich dann schon immer, eben. Ja, und bietet sich's halt schon an. ich scherz da immer und sag, ja, ich bin gut versichert und bis jetzt ist es auch alles immer gut gegangen. Ehrlicherweise ist noch nie was kaputt gegangen. Ich habe mir einmal eine 360-Grad-Kamera vom Delil ausgeliehen. Die ist irgendwie einfach nur bei einem Testschuss, wo ich gucken wollte, wie die Qualität ist sie direkt vom Saugnapf gefallen, war die Linse hat Versicherung bezahlt und fertig. Also, Ah ja. hey, genau dafür ist eine Haftpflichtversicherung doch da. Ja, ja, vielleicht gibt's ja irgendwann mal sowas Hasselblatt-mäßiges. Also die soll ja mit 10 Stufen Bildstabi, da geht ja, glaube ich, richtig. Also was du da Bilder gesehen hast, mit 2 Sekunden aus der Hand, schon, Ja, ist also krass. da geht was. Wobei ich da schon gerne mal Mäuschen spielen würde, ob das tatsächlich wirklich nur die Stabilisierung ist oder ob da nicht vielleicht auch ein bisschen über Software nachgeholfen wird. Solange Weißt es das funktioniert, weißt, eben, ja, aber das, da kommt wieder der Technik-Nerd in mir raus, da würde ich es gern wissen. das ist genauso wie mit bei Objektiven oder so, wenn die Leute sagen, ja, wenn das nicht korrigiert ist, sieht es so und so scheiße aus und bla und am Ende wird sowieso korrigiert und wenn das dann gut aussieht, ist doch alles in Ordnung. Und dafür, Ja, dass die ganzen Dinger jetzt alle viel kleiner geworden sind und so, ich bin gerade am Schauen, 35142 von Sigma, sowas, wird mir sehr gut an der Sony jetzt gefallen. Da ist es ja auch, du kannst dir halt, es gibt ja 3512er, 14er, gibt's ja wie Sand am Meer, gerade am E-Mount sowieso. Muss ja dann nur noch sagen, was für eine Größe, was für ein Gewicht hast du als Maximalwert, was dir noch so ja, passen würde. wobei da bin ich relativ kurz angebunden. 3512 Sigma Art, die zweite Generation macht mich schon hart an, aber ich habe halt schon ewig das 35er G-Master, ich Ja, liebe dieses Objektiv tatsächlich. Da gibt es für mich keinen Grund, irgendwas zu verändern, bin ich ganz ja, ehrlich. ja klar, und du hast die vollen FPS, was ja dann auch wieder. Ja, was mir tatsächlich sehr positiv aufgefallen ist, da hatte ich so ein bisschen Bedenken, weil ich vielleicht vermutet habe, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert aber. Wenn man die Kamera im mechanischen Verschluss hat, kann man den Speed Boost tatsächlich einfach auf eine Auf. Taste legen und er Ja, ja, wechselt vom automatisch quasi gleichzeitig, während ich die Taste gedrückt halte, in den elektronischen Verschluss. Und das haben sie das wird aber jetzt auch was. schon gesagt. Ah, okay, das ging an mir vorbei. Da habe ich so ein bisschen Sorge gehabt, dass das vielleicht nicht funktioniert. Und war ich sehr froh, als ich das programmiert habe. Und ich habe jetzt, glaube ich, auf der AEL-Taste oder so, habe ich den Speed Boost quasi drauf auf 30 FPS. Und bis jetzt macht es einen sehr, sehr guten Eindruck. Und jetzt, Da habe ich ja, einen Pre-Capture drauf, auf dem AEL-Knopf. eine Funktion, die ich tatsächlich noch nicht ausprobiert habe. Muss mal, Ja, ja gut, kommt halt auch drauf an, wo das dann so nutzt. Gibt schon ein paar Sachen, da hat es wirklich einen Vorteil so, aber ist ja schon mal schön, dass du dir das überhaupt so hinlegen kannst, dieses ganze Sony-Menü und diese ganze Bedienung, da macht Sony ja schon richtig. ehrlicherweise ist mir noch nichts untergekommen, was ich nicht so belegen konnte, wie ich es mir hätte gewünscht. Und gerade jetzt auch mit diesem Sternchen finde ich extrem gut gelöst, dass man da einfach quasi ja auch, wenn du auf dem Sternchen bist, ich habe jetzt glaube ich die C3-Taste einfach mal testweise, weil zum Ausprobieren, dass du da jetzt einfach zwischen den Modis hin und her wechseln kannst und der Mhm. einfach anzeigt, in welchem Modi du bist. Den Namen vergibst du selber. Das ist glaube ich was, wo ich ja sehr, sehr häufig nutzen werde. Klar, das dauert, bis man sich das alles angelegt hat und so weiter. Und da muss man auch Bock drauf haben, sich die Zeit zu nehmen und sich das dann noch einzuprägen. Aber das macht die Kamera halt einfach, ja, zu einem persönlichen Arbeitstier und das ist das, was es sein soll. Ja, Ja? Von dem her ja. freue ich mich da extrem drauf, wie das sich dann in der Praxis durchsetzen wird. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert, weil ich wirklich jetzt die letzten Tage nur mit dem 300, 600 Zeug durchprobiert habe und da brauchst du das halt erstmal gar nicht. Da bist du in Ja. anderen Sachen, wo du dann, wenn du dann probierst, was es ja geben soll, dass du, wenn du die 15 FPS hart programmierst, soll das besser funktionieren, wie wenn du sagst, schieß mit 30 und dann sagt die, oh nö, anderes Objektiv dran, ich begrenze das von selber. Habe ich noch nicht so einen wirklich krassen Unterschied gemerkt. Was ein richtig krasser Unterschied ist,
ist. Also beim Sigma, du hast ja während dem Zoom, fokussiert die ja neu mehr oder weniger in jedem Zoom-Schritt, was die Leute auch gesagt haben, dass das ein Problem ist mit dem Sigma. Deswegen habe ich gerade das 200-600 Sony noch da, mit dem ich das Ganze dann eben auch durchprogrammiere. Wenn du dein AFC, deine Priorisierung auf Schärfe legst, also nicht auf Auslösen, sondern Schärfe, dann macht die Kamera Bilder, du fängst an zu zoomen und zack, das war's. Die macht kein einziges weiteres Bild mehr, weil die dann halt, die trifft ihren Fokus nicht mehr und dann fokussiert die auch einfach gar nicht mehr nach und macht da nichts mehr neu. Also du musst es dann schon, entweder du zoomst nicht während dem Aufnehmen oder du tust deine Schärfe-Prio rausnehmen vom AFC, was ich eigentlich auch nicht unbedingt will. Ja, wobei ich da zumindest jetzt mit dem 35er und 50er auch sowieso bessere Erfahrungen gemacht habe, gerade wenn es um schlechte Lichtbedingungen geht, dass quasi die Auslösepriorität beim Fokus eigentlich die besseren Ergebnisse liefert. Wie meinst du beim Fokus? Dass du quasi standardmäßig ist ja ausgewogenes Gewicht. Ja. Dann kannst du ja auf Fokuspriorität oder auslösen. Genau. Und in extrem schlechten Lichtbedingungen war seither, zumindest bei der 7R5 und auch bei der Alpha 1, war, wenn du auf Auslösepriorität hast, die Trefferquote bei mir zumindest mit dem 35er und mit dem 50er höher, wie wenn ich auf Fokus, weil klar, du hast mehr Ausschuss, aber bei der Alpha 1 war es mir halt einfach scheißegal. Ja, wenn ich sicher gehen wollte, dass ich ein passendes Bild habe, habe ich halt quasi 2 Sekunden durchgedrückt und hatte nachher 60 Bilder und wenn davon 5 gepasst haben, dann meine Welt in Ordnung. Der Rest und weg. Ah, okay, ja. Nee, da ist das, weil ich es dann auch mit der Z8 getestet habe und die genau dasselbe Problem hatte. Wenn du Fokuspriorität im AFC hast, dann fängt die an, die haut klar 20 Bilder in der Sekunde, die macht dir dann 10 Bilder oder so, du fängst an zu zoomen, der Fokus verschiebt sich leicht und irgendwann zack, ist einfach fertig und die macht kein weiteres Bild. Du musst weg vom Auslöser, musst wieder neu fokussieren und wieder drauf drücken und wenn du dann wieder am Zoomen bist, hört es gleich wieder auf. Da sind wir aber auch wieder bei dem Sternchen-Ding, wenn man das weiß, ja, und du jetzt ein 300-600 benutzt, dann machst du halt einfach ein 300-600-Menü, wo du das umstellst und wechselst einfach hin und her. Wobei, du kannst dir das Wechseln dann auch sparen, weil nach dem Zoomen waren einfach alle Bilder schlecht. Also, das war deswegen, da muss ich noch ein bisschen rumprobieren, aber es war wirklich so, gerade bei der Z8 war es wirklich so, ich habe es dann auf Auslösepriorität gestellt und die löst dir dann auch einfach aus, nur hast du dann halt nachher 80 Bilder, wo kein einziges Bild mehr scharf ist, so, wenn du nicht wieder neu nachfokussierst und deswegen da bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen am rumprobieren, was da dann wirklich so rauskommt. An der Sony, die A7R6, die tut sehr schnell wirklich nachfokussieren, also das kriegt sie schon sehr gut hin, hat die A7 IV auch nicht so also da hat sich schon nochmal was getan, da jetzt auch so ein bisschen. Und ja, was da dann im Video merkst halt auch arg. Also da merkst du wirklich, wenn du filmst mit dem 300-600 und dann zoomst du raus, dann verliert die den Fokus, pumpt ein bisschen hin und her und braucht dann wieder. Und da bin ich mal gespannt. Jetzt war gestern, heute richtig nicht so schönes Wetter. Heute hier, morgen will ich mit dem 200-600, das Ganze soll ein bisschen besser sein, dann auch im Video nochmal ausprobieren, ob das besser nachfokussiert, ob das wirklich ein Thema ist, wo da begrenzt wird, keine Ahnung wie was, weil am Objektiv selber kann es ja eigentlich nicht liegen. Also die Kamera zeigt ja auch eigentlich immer dauerhaft an, dass er nachfokussiert. Weißt du, das Auge, dein grünes Kästle ist eigentlich immer da. Also gut, ich kann mir schon gut vorstellen, dass da vielleicht das eine oder andere dann doch mehr beschränkt wird, gerade wenn es an so spezielle Funktionen geht, Zoomen im Video oder sowas, dass da vielleicht der Support vielleicht auch gar nicht super bewusst, aber du weißt ja auch nicht, wie die Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera bei den Sony-eigenen Dingern tatsächlich ist. Ja. Und wie offen, klar, Sony sagt zwar, hey, Sigma Bauobjektive, ja, gar kein Thema, aber die werden da ja auch nicht alle Geheimnisse miteinander teilen. Von dem her. Ich muss, glaube ich, mal bei Sigma nachfragen, ob da einer von denen mal Lust hätte, hier dran teilzunehmen und mal so ein bisschen mitzulabern. Ja, mal gucken, wie es da so weitergeht. Auf jeden Fall mit der Kamera habe ich noch viel Spaß. Sehr gut. So muss es auch sein. Wie ist bei dir die Lage? Geht die Sonne unter? Die ist weg tatsächlich. Also zumindest ist hinterm Berg quasi. Die war aber auch nur noch minimal, als wir losgelegt haben. Bist gar nicht mehr so goldene Stunde beleuchtet mäßig. Nee, ist jetzt eher so blaue Stunde. Ja. Aber
ich bin ehrlicherweise einfach in Blendenpriorität, Blende 1.4, dass das hinten schön weg ist. Wobei eigentlich muss das gar nicht weg sein, weil Schön. kann man sich Ja. eigentlich schon angucken. Ja. Wobei so die Farben jetzt dann doch fehlen. Also es wird jetzt schon, man könnte meinen, du bist im Log-Profil unterwegs. Nee, ich glaube, ich habe noch gar nichts umgestellt. Das ist Nee, einfach ein vorhin Standard. war es ja auch, vorhin sah es richtig gut aus. Ist jetzt halt, wenn die Sonne weg ist. Ja, So ist läuft es einfach, halt. ja. Und jetzt ist auch von den Temperaturen her richtig angenehm. Ich schätze mal, dass wir jetzt noch so 23, 24 Grad haben. Ja, Keine das ist Sonne geil. mehr, muss man nicht schwitzen. So muss Für das mich sein. immer ein ganz wichtiges Thema. Ja, da fragst du mal die Leute, die letzte Woche in Deutschland hier unterwegs waren, bei 30, irgendwas, 35 oder 34 Grad oder sowas. Die So sind warm da war ja es hier alle. nicht, aber bei mir war es Ja. definitiv angenehmer. Aber bei mir in Dänemark auch. Wir waren ganz happy über unsere 22, 23 Grad. Glaube ich gern, ja. Aber es soll jetzt, glaube ich, eine Woche oder so richtig schlecht sein. Und ich glaube, in 1,5 Wochen nach dem Wochenende hat Wetter.com schon wieder 33 Grad vorhergesagt. Oh, oder ja, so. ja, ja. Also kann schon wieder warm werden. Ja, wir haben uns eine Freibad-Dauerkarte gekauft. Wir waren jetzt einmal im Freibad, dann kam der Regen, jetzt war es das erstmal so. Also Gibt das es bei euch da hinten ein Freibad? wir haben ein richtig geiles Freibad. So Hey. richtig mit großen Becken, 3, 5 Meter, 1 Meter Sprungbrett, eine riesen, ich weiß gar nicht wie viel Meter, 80, 100, 150 Meter Rutsche, sowas. Also Geil. das ist besser als Ludwigsburger Freibad. Und das hat Ja, mich bitte. ganz schön schockiert. Bis in Honeck unten, meinst du? Ja. Oder? Ja. Ja. Also, das ist so, wenn du, also gerade jetzt mit Kindern in meinem Alter, so 9 und 5, in meinem Alter sag ich, so wie meine jetzt Ich sind, dachte so rum. gerade, deine Kinder im Alter von Mitte 30. Da ist es ganz entspannt, aber ja, so mit Erlebnisfreibad oder so hat es nichts zu tun. Ja. Nee, da war ich damals, wo ich hierher gezogen bin, sehr überrascht, was hier so auf dem Land möglich ist. Auch so ein richtiges Kinderplanschbecken mit noch so einem Segel drüber und Rutschen und was weiß ich was. Also die Stadt an sich bietet nichts, aber das Freibad, da geht was. Ja gut, wir gehen ehrlicherweise, wenn wir ins Freibad gehen, meistens da nach Winnenden ins, ich glaube Wundebad heißt das. Da sind meistens Freunde von uns mit am Start und ja, dann passt es. Und zum Fahren, fährst 20 Minuten hin, mein Gott. Ja. Ist Passt doch verkraftbar. Ja, wie lange bist du jetzt da noch da drüben? Sonntag jetzt zurück. Ja, also dann heute hast du ja ist noch ein paar Mittwoch. Tage. Ja. Das ist kannst noch ein bisschen das schöne Wetter und der Strand genießen. Eben, wie gesagt, wir haben jetzt auch, die Kinder sind verrückt nach Strand. Der Große kann jetzt das erste Mal, wo wir hier sind, wirklich schwimmen, so dass man sagen kann, okay, er schwimmt und ich muss mir keine Sorgen machen. Für den Kleinen haben wir so eine Schwimmweste, der kann mit seinem Bruder da dann rumtoben, da brauchst du auch keine Angst haben, dass er absäuft. Von dem her ist das auch für uns relativ entspannt, immer ein bisschen im Blick halten und dann passt es schon. Mehr haben wir auch wirklich bis jetzt auf morgen quasi so datemäßig, ich und meine Frau alleine, ist geschickt, wenn man einen Babysitter dabei hat, haben wir ehrlicherweise nichts mehr geplant, außer Strand und wie gesagt, wie anfänglich gesagt, einfach gut gehen lassen. Auf ganz entspannt. Dann kannst du dich weiter um den Frappé-Pegel in deinem Blut kümmern. So nämlich. So muss ja auch sein. Nee, ja, so das ist ja auch- 2, 3 am Tag kann man sich da schon gönnen. Ja. Ich würde tatsächlich zu Hause nie auf die Idee kommen, mir selber einen Frappé zu machen oder den irgendwo zu trinken, aber hier gehört es irgendwie für mich komplett dazu. Brauchst du auch ein bisschen eine Abfrischung. Ja. Abkühlung, Erfrischung, so rum. Ist noch warm im Keller, oder wie? Also ich sitze im T-Shirt hier normalerweise und kurzer Hose. Normalerweise sitze ich ja nicht in T-Shirt und kurzer Hose, weil es immer relativ kühl ist. Aber ich habe jetzt die letzten Tage auch immer durchgelüftet und wir hatten ja, wo wir angekommen sind, waren es ja immer noch über 30 Grad und so. Und dann lässt halt mal alles durch, dann wird hier schon alles warm, mehr oder weniger. Ja, und klar. dann ist das hier halt auch angenehmer. Aber es ist deutlich angenehmer als noch weiter oben im Haus. Also das ist schon krass, wenn sich das Ganze mal aufgeheizt hat, ist halt Sauna aktiviert, fast. Das ist jetzt hier halt super entspannt hier. Die Einheimischen hier sagen, ja, ist noch viel zu kalt für Strand und keine Ahnung, aber hier geht halt die ganze Zeit auch noch so ein bisschen Wind. Meine Frau ist auch immer wieder mal so eine Frostbeule und sagt, mir ist kalt, obwohl Die es haben ja im irgendwie Sommer nochmal 10 Grad mehr oder sowas dann. Ja. Aber ganz ehrlich, 27 Grad am Strand und ein bisschen Lüftchen, das ist perfekt. für mich absolute Wohlfühltemperatur. Ich freue mich auch schon auf August, wenn es für uns dann in den Süden geht, ins Warme. Dann
Dann mal so richtig. Und dann können wir davor auch wieder eine Folge machen, was wir denn alles mitnehmen oder was nicht. Dann bin ich ja auch begrenzt durch Fliegen und sowas. Ja, wir hatten noch einen richtig, richtig schönen Fail. Wir haben logischerweise bei allen 4 Flugtickets ein großes Handgepäck quasi dazu gebucht. Ja. Und ein Aufgabegepäck. Ja, weil wir haben in der Ferienwohnung eine Waschmaschine, muss tatsächlich einfach nicht so viel mitnehmen, weil er einfach waschen kann. Und ich war so verplant, habe extra noch einen Rucksack jetzt doch gekauft, einen kleinen, Okay. ja, fürs Equipment. Wir waren so verplant, oder beziehungsweise nicht wir, sondern ich, dass wir quasi die ganze Zeit uns auf 3 Handgepäckkoffer plus den 23 Kilo Aufgabegepäckkoffer konzentriert haben. Und dass wir quasi jetzt hinzus hierher einfach mit 3 statt 4 Koffern geflogen sind. Oh ja, gut. Das ist so dämlich. Wenn es reicht, ist ja auch okay, aber wenn es halt extra bezahlt hast, ist halt scheiße. Ja, genau. Also von dem her ein bisschen dumm. Wir haben jetzt hier aber in so einem, ja, mit was ist das vergleichbar? So Action oder so, haben wir noch so eine Handgepäck-Reisetasche irgendwie für einen Zehner gekauft, weil wir ja dann hier auch 1, 2 Sachen gekauft haben und so weiter und dann auch einfach nicht aufs Gewicht und so, sondern zurück jetzt dann definitiv mit 4 Taschen statt mit 3. Aber ich als Schwabe habe mir da schon ein bisschen in den Arsch gebissen, ja? Bezahlt und dann nicht genutzt. Ich habe euch ja das Bild geschickt aus Dänemark, aus Ribe. Ribe ist, glaube ich, die älteste Stadt in Dänemark. Und da gab es so ein Fotolädle, wo wirklich 2 Schaufenster, die waren einfach nur so 1 Meter breit, ja, jedes Fenster. Also wirklich ein kleiner Laden. Aber in diesem Schaufenster nur Analogzeug eigentlich. Ich glaube, das neueste war eine 5D Mark III oder sowas, was da drin war. Krass. Also richtig, also Hasselblatt, alles Mögliche dann und dann die ganzen alten Leicas und sowas. Der Patrick, der wäre durchgedreht wahrscheinlich in dem Shop. So von den Preisen, wenn du es umgerechnet hast, sah es jetzt eigentlich auch nicht so schlecht aus. Da habe ich dann auch so, der hatte zu, zum Glück, weil sonst wäre ich da, glaube ich, mit dem Tobi auch mal rein. Und wenn da lauter das Zeug da siehst und so auch Objektive und so und dann teilweise auch echt gut. Also, was du gesehen hast, das war witzig. Das Fenster an sich war Panzerglas, stand auch dran. Panzerglas, auf Dänisch halt so irgendwie erst. Und so hast du auch durchgeguckt. Also du hast halt wirklich schlecht durchgucken können, wie durch so eine gepanzerte Vielleicht ist der Tür. Grund, warum noch alles dasteht. Ja, genau, ja. Aber das ist schon so ein kleiner Traum. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es hier noch irgendwie groß sowas überhaupt gibt, wo es Läden wirklich nur noch mit so Analogzeug und sowas dann, also gerade so im High-Price-Bereich dann ja auch, weißt du, und so herstellerübergreifend. Also es war schon ganz cool, Also, aber ich habe hier spaßhalber bei Google auch mal geguckt. Kavala gibt's, wenn dann, Fotografen, so ein klassisches Fotogeschäft, wo man irgendwie Batterien oder sowas bekommt. Ja, weil ich habe jetzt, glaube ich, so 40, 45 Rollen mit der M6 fotografiert und habe normalerweise zu Hause immer Ersatzbatterien für die. Und habe dann schon mal vorsichtshalber so ein bisschen rumgeguckt, ob ich das hier irgendwo im Notfall bekomme. Aber bis auf, also Kavala habe ich nur Fotografen gefunden. Der eine hat wohl noch irgendwie ein Labor mit dabei. Da lagen auch so auf dem Bild, was man gesehen hat, lagen so ein paar Filmchen auf dem Regal. Aber so wirklich, wo du hingehen kannst und eine Kamera kaufen kannst, wäre mir jetzt hier in Kavala nichts aufgefallen. Thessaloniki gibt's wohl ein bisschen was. Sind aber halt auch 1,5 Stunden zu fahren von hier. Ja. die bestellen alle bei Amazon. Du wirst lachen, selbst hier im Dorf gibt's jetzt wie so eine DHL-Packstation Verschnitt. Ja. Ich warte eigentlich nur noch drauf, dass so ein Amazon Prime Fahrzeug an mir vorbeifährt, aber Ja, sicher eigentlich überall. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder ein bisschen Zeit rumgekriegt. Ist sogar, ich glaube, wird nicht mal der kürzeste Podcast, den wir hier jetzt gemacht haben. Jetzt haben wir schon 10 Folgen. Wir arbeiten weiter daran, regelmäßig das Ding rauszubringen. Und nächste Woche bist du ja dann wieder zu Hause. Schauen wir mal, yes. wie wir es dann machen, was wir da so berichten. Suchen wir uns ein paar Themen raus, dass es mal wieder wirklich mehr fotolastiger wird. Ja, dann auch wieder in gewohnter Umgebung. Ja, wobei so der Hintergrund ja auch ganz schön ist. Kannst ja überlegen, ob du öfters mal irgendwo ans Meer oder an den Hafen sitzen willst. Kann an Neckar sitzen das nächste Mal. Da wird es wahrscheinlich aber mit dem 5G wieder schwierig. 5G und das Wetter natürlich. Kalt wird es dann halt abends auch wieder. Dann Ja. setze ich mich an die Enz. Wenn du am Neckar sitzt, setze ich mich hier an die Enz und dann
werden wir beide zerstochen. Ja, wer weiß, vielleicht kriegt man es ja tatsächlich auch mal hin, das Ganze einfach klassisch vor Ort face-to-face Ja, auf aufzunehmen. jeden Das können wir Fall. auch mal machen. Wenn jetzt Sommer wird, dann setzen wir uns irgendwo mal in einen coolen Biergarten. Also, wenn du Griechisch magst, wir haben hier einen richtig tollen Griechen, der hat den schönsten Biergarten in ganz Mühlacker mit der Aussicht hier übers Ja, ganze geil. Dorf, dann alles so. Da kannst du sicherlich auch mal hinsitzen und einen Podcast aufnehmen. Und nebenbei dann noch einen schönen Gyros essen oder so. Ja, das machen wir. Da bin ich sofort dafür zu haben. Das hört sich doch gut an. Dann haben wir schon wieder Pläne. Vielleicht kriegt man das sogar dann hin, dass, wenn wir mal einen Gast dabei haben, dann sitzen wir nämlich einfach zu dritt gemeinsam Ja. zusammen und können Wär cool. uns einen Magen vollhauen und ein bisschen rumlabern. Apropos Gast, beim E-Mount Day hat sich auch noch ein Gast mehr oder weniger angeboten, Hochzeitsfotograf. Hochzeitsfotograf. Ja, der Remember Weddings, ja. der hat einen Vortrag auch am E-Mount gehalten. Mit ihm bin ich so eine halbe Stunde ins Gespräch gekommen. Okay. Und der meinte auch, ich soll mich doch mal melden, wenn ich Bock drauf habe. Ja, dann melden wir uns da auf jeden Fall mal, weil dann kriegt man Ich da ein denke paar auch. Gäste zusammen und dann ist auch nicht immer unser blödes Gelaber, was wir hier so machen, sondern dann kriegt das Ganze hier auch mal wieder ein bisschen mehr Inhalt. Mehr wie Geschichten aus dem Nerd-Fotografen-Leben. Ja, oder Urlaub. Ich glaube, die letzten 3 Podcasts sind jetzt nur Urlaub. Also ist ja auch schön für Leute, die gern zuhören, wie andere Urlaub machen. Ja, gut. Dann sag ich mal, das war's. Ich hoffe, den Leuten hat so halbwegs gefallen. Je nachdem. Ach ja. Werd man ja dann mal sehen, was die Zahlen so sagen. Aber war ja mal schön und es funktioniert wirklich auch mit dem Urlaub. Es wäre natürlich letzte Woche mit Urlaub noch cooler gewesen, aber geht halt nicht immer alles. Ja, ich bin Ende August, glaube ich, bin ich 3 oder 4 Tage in Wetzlar, Anfang der Woche, also ich glaube Montag bis Donnerstag. Da wird es Ja, dann wahrscheinlich dann- auch so sein, dass ich aus Wetzlar aufnehmen werde. Dann meldest dich direkt vorm Museum mit Ja, mal Hintergrund und so. Und ja, was ist das? Granitkamera oder was die haben doch irgendwas so aufgebaut da. Machst dir einfach einen schönen Hintergrund. Mal gucken, ja. Wie gesagt, das ist hier noch so ein bisschen, hier kennt mich keiner gefühlt. Hier gegenüber von mir so 30, 40 Meter ist so ein, ja, wie so ein Imbisswagen, wo so 3, 4 ältere Herrschaften wie so einen Stammtisch abhalten. Die gucken halt und denken, was ist denn das für ein Reporter? Von was tut denn der? Ja. Sucht er sich einen nächsten Wal, über den Deutschland berichten kann? Wahrscheinlich, ja. Von dem her ging das jetzt hier, aber so ein bisschen unangenehm in der Öffentlichkeit ist das schon. Ne? Ach, da gewöhnst dich dran. Das Ich geht denke ganz auch, ja. schnell. Okay, dann wünsche ich dir mal noch einen super schönen, angenehmen Urlaub. Und Danke. den Rest der Zuhörern wünsche ich einen schönen Abend, Tag, wie auch immer. Und dann hören wir uns in der Woche hoffentlich nach Plan dann wieder. Davon gehe ich fest aus. Hier für den Flex nochmal mein Hintergrund. Für die Zuschauer, die es sehen können. Ja. Genau. Sieht schon Ja. sehr schön aus. Meer ist halt immer was Feines. Ja. Ich lieb's. Also gut, dann sag ich mal auf Wiederhören. So rum. Auf Wiederhören. Wiedersehen, Ja. Wiederhören. Michi, wir bleiben in Kontakt. Bis dann. Ciao. Hau rein. Ciao, ciao.